Heute nähen wir zusammen die Handtasche Ellie. Das Schnittmuster findest du in meinem Shop, den ich dir unten in der Infobox verlinke. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Die Ellie hat außen 2 Mini-Taschen und 2 größere. Die kannst du mit Klappe oder mit einem Reißverschluss nähen. Du kannst sie mit Henkel oder Trägern oder beiden nähen. Innen hat sie eine Reißverschlusstasche und ein Steckfach. Ich habe hier schon mal alle Teile ausgeschnitten. Das sind die Hauptteile für außen und innen. Diese werden zusätzlich mit Volumenvlies oder Vlies verstärkt. Außerdem habe ich die Knips und Markierungen bereits auf den Stoff übertragen. Die Empfehlung des richtigen Schaumstoffs oder Volumenvlieses fällt mir immer etwas schwer, da diese natürlich von der Stoffwahl abhängt. Wenn ihr den Stoff so aufstellt, sollte der Stoff mit dem Vlies einen guten Stand haben, so wie ihr das hier sehen könnt. Der Boden wird mit festem Vlies, siehe Angaben vom Schnittmuster, verstärkt oder ihr nehmt so ein Tischplatzset. Dieses muss aber mit Bodennägeln befestigt werden. Die Bodenecken sind optional und müssen nicht verstärkt werden. Die Trägerschlaufen können je nach Material ebenfalls mit Vlies verstärkt werden. Die Taschen und Klappen werden jeweils ein Teil von dem Vlies verstärkt. Normalerweise würde ich das äußere Teil verstärken. Hier ist aber der Außenstoff sehr stabil und der Innenstoff nicht. Deshalb habe ich es hier andersherum gemacht. Bei der Innentasche mit Reißverschluss sollte das Teil mit dem Reißverschluss verstärkt werden. Außerdem brauchst du noch einen 38 cm langen und einen 20 cm langen Reißverschluss. Du kannst die Reißverschlüsse auch aus Endlos-Reißverschluss zuschneiden. Optional kannst du auch hier oder auf beiden Seiten einen Reißverschluss machen. Dieser wäre 34 cm lang. Optional kannst du Paspelband annähen. Wie du so eines selber machst und annähst, kannst du dir im eingeblendeten Video anschauen. Für die Henkel und Träger benötigst du noch Gurtband. Oder du machst es aus einem deiner Stoffe. Du kannst entweder Träger machen oder Henkel machen oder du machst beides. Du kannst dich entscheiden, wie du die Tasche trägst. Wie du Taschenträger machst, kannst du im eingeblendeten Video anschauen. Außerdem brauchst du noch einen Knopf, zum Beispiel Druckknöpfe, für Teil B. Lege die Teile E rechts aus Außenstoff auf die Teile C und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe fest. Klappe die Teile E nach außen und stecke sie bündig an Teil C. Nähe einmal knappkantig außen herum. Ich nähe das Kunstleder mit dickerem Garn, da das schöner aussieht. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du die Seite mit Reißverschluss oder mit Klappe nähst. Oder du nähst beides. Beginnen wir mit der Reißverschluss-Variante. Stecke dir dafür den Reißverschluss bündig rechts auf Teil C oben und nähe ihn mit einem Reißverschluss-Nähfuß an. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Jetzt steckst du das Innenteil C rechts an die gerade Kante
an das Außenteil C. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Der Reißverschluss liegt dabei in der Mitte. Nähe dabei auf der Naht vom Außenteil. Wende die Teile C auf rechts und steppe sie knappkantig entlang des Reißverschlusses an. Ich stecke mir hierzu ein paar Hilfsnadeln fest. Als nächstes nähst du den Reißverschluss so an. Dazu nimmst du dir die Hälfte vom Reißverschluss. Schiebst das Teil C samt Reißverschluss etwas zur Seite und markierst dir dieses Maß. Steht der Reißverschluss über, kannst du dir, wie du hier siehst, einfach unterhalb des Reißverschlusses markieren. Verbinde die beiden Linien miteinander. Lege nun den Reißverschluss an die Linie. Das Teil C mit dem Reißverschluss liegt dabei rechts auf rechts gespiegelt auf Teil K. Stecke den Reißverschluss fest. Überprüfe nochmal die Position und nähe ihn an. Klappe das Teil C nach unten und stecke es bündig an den Rand fest. Nähe einmal knappkantig außen herum. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Wenn du überstehenden Reißverschluss hast, achte darauf, dass der Schieber nach innen geschoben wird, bevor du außen herum nähst. Schneide gegebenenfalls den überstehenden Reißverschluss ab. Bei der Variante mit Taschenklappe steckst du das Außenteil C rechts auf das Innenteil C an der oberen Kante. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Bügle die Nahtzugaben auseinander und wende die zusammengenähten Teile C auf rechts. Stecke die Kante mit Klammern oder Stecknadeln fest und steppe sie knappkantig ab. Falls du andere Verschlüsse wie Plastikdruckknöpfe annähen willst, sollten diese schon vor dem nächsten Schritt angebracht werden, weil die Naht sonst auf der anderen Seite zu sehen wäre. Dazu empfehle ich die Klappe auch schon vorzunähen und alles auf Teil K zu platzieren, um zu schauen, ob die Position passt. Lege das Teil C an das Teil K unten bündig an den Rand und stecke sie zusammen. Die Außenseiten schauen dabei zu dir. Wenn du ein Muster auf dem Stoff hast und du die Teile danach ausgeschnitten hast, platzierst du den Stoff so, dass das Muster zusammenpasst. Nähe dann knappkantig außen herum. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke dann die Klappe B rechts auf rechts an. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle bei Wendeöffnungen immer den Nahtanfang und das Nahtende.
Schneide die Ecken ab und kürze die Nahtzugabe außer an der Wendeöffnung. Wende dann die Klappe auf rechts und forme die Ecken und Rundungen schön aus. Stecke die Rundung fest und steppe sie knappkantig ab. Zeichne dir 1 cm vom Rand und 1 cm von Teil C weg eine Markierung. Da ich mit Kunstleder arbeite, verwende ich doppelseitiges Klebeband, da ich sonst Löcher ins Kunstleder bekommen würde. Stecke die Klappe an die Markierung. Beim Nähen musst du dir die Wendeöffnung zurechtlegen. Nähe dann die Klappe knappkantig an. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Nähe immer ein kleines Stück und überprüfe dabei, ob die Position der Wendeöffnung passt. Für die Plastikdruckknöpfe steche ich mir den Deckel durch die Markierung der Klappe und stecke auf der anderen Seite den Knopf drauf. Mit einer Zange wird die Nadel glatt gedrückt. Somit hält der Knopf. Dann stecke ich mir auf den Knopf das Gegenteil und finde so die Position des Gegenknopfes heraus. Diese markiere ich mir und befestige dann den Gegenknopf genauso. Hier steche ich das Loch von außen durch, damit ich innen weiß, wo ich hin muss. Jetzt kannst du die Henkel annähen. Positioniere dir diese mit doppelseitigem Klebeband an der Markierung und nähe sie mit einem Kreuz fest. Benötigst du Hilfe mit den Trägern und Henkel, schau dir das eingeblendete Video dazu an. Da ich mein Kreuz 3 cm breit nähen will, ziehe ich mir bei 3 cm noch eine Hilfslinie. Lege die Teile I rechts auf rechts und stecke sie an der oberen Kante fest. Nähe die Kante mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Biege die Nahtzugaben auseinander und bügle sie flach. Wende die zusammengenähten Teile I auf rechts. Stecke die Kanten mit Klammern oder Stecknadeln zusammen. Steppe sie knappkantig ab. Stecke das Teil I auf das Teil H unten bündig und nähe einmal außen herum. Die beiden schönen Seiten liegen dabei außen. Ich fange dabei in der unteren Mitte an
zu nähen und verriegle das Nahtende. So verschiebt sich die Tasche nicht so leicht. Dann nähe ich die zweite Hälfte wieder von der unteren Seite beginnend an. Stecke jetzt das Teil H rechts auf rechts an das Teil J, hier aus Innenstoff, und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Das gleiche machst du mit den Außenteilen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Wenn der Stoff sehr starr ist oder es dir einfach gefällt, kannst du die Nahtzugaben noch knappkantig rechts und links absteppen. Stecke den 38 cm langen Reißverschluss rechts auf eine lange Seite von Teil G aus Außenstoff. Nähe den Reißverschluss mit 1 cm Nahtzugabe mit dem Reißverschluss-Nähfuß an. Beginne beim Nähen bei 1 cm und höre 1 cm vor auf. Stecke das Teil G aus Innenstoff bündig rechts auf das Teil G aus Außenstoff, sodass der Reißverschluss dazwischen liegt. Nähe das Innenteil an. Beim Nähen liegt das Außenstoffteil oben, damit du genau auf diese Naht nähen kannst. Beginne beim Nähen bei 1 cm und höre 1 cm vor auf. Biege die Teile G aus Außen- und Innenstoff nach außen, damit die schönen Seiten außen liegen. Stecke die Teile bündig aufeinander und steppe sie knappkantig zusammen. Beginne dabei beim Nähen wieder bei 1 cm und höre 1 cm vor auf. Wiederhole die Schritte auf der anderen Seite. Schneide gegebenenfalls überstehenden Reißverschluss ab. Bügle dir 1 cm Nahtzugabe der kurzen Seite von Teil F nach innen. Klappe die kurze Seite von Teil F dann noch zur Mitte zusammen und stecke sie fest. Nähe die Trägerschlaufe F knappkantig auf beiden Seiten zusammen. Stecke auf die zwei entstandenen Teile jeweils einen D-Ring oder einen Vierkantring. Stecke dir die Schlaufen F mit den D-Ringen oder Vierkantringen rechts und links vom Reißverschluss mittig an. Nähe sie knappkantig mit ein paar Stichen vor und zurück an. Die Rundung der D-Ringe sollten dabei nach innen zeigen. Achte dabei darauf, dass du nur die Außenseite von Teil G annähst. Lege die Teile D rechts aufeinander und nähe sie an den kurzen und einer langen Seite mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Ecken bis kurz vor der Naht ab und biege dir die Nahtzugaben auseinander. Wende die Teile D auf rechts und forme die Ecken schön aus. Bügle die Tasche flach. Positioniere dir die Tasche D rechts auf K an der Markierung
und stecke sie fest. Nähe die beiden kurzen Kanten knappkantig ab. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Als nächstes nähst du den Taschenbeutel. Dazu legst du den markierten Taschenbeutel A mit der linken fließverstärkten Seite an die markierte Position der Innentasche K auf die rechte Seite. Stecke die Teile um die Reißverschlussschablone mit Stecknadeln fest. Nähe einmal um das Rechteck herum. Dann schneidest du den mittleren Strich und die Ecken schräg bis kurz vor die Naht ein. Danach wendest du die Taschenbeutel durch das Loch nach innen. Bügle die Ecken flach. Mit doppelseitigem Klebeband platziere ich mir jetzt den Reißverschluss in dem Loch und richte mir diesen so lange aus, bis er gut aussieht. Nähe dann einmal außen herum. Schneide gegebenenfalls überstehenden Reißverschluss ab. Versäubere die unteren Kanten der Teile A zum Beispiel mit einem Zickzackstich oder mit einem Overlockstich. Lege dann die Teile A rechts aufeinander und stecke sie zusammen. Die versäuberten Kanten liegen dabei aufeinander. Nähe dann einmal außen herum mit 1 cm Nahtzugabe. An der versäuberten Kante bleibt eine Wendeöffnung offen. Achte beim Nähen darauf, dass du nur die Teile A zusammennähst. Verriegle bei Wendeöffnungen immer den Nahtanfang und das Nahtende. Wenn du magst, kannst du jetzt noch die 3 anderen Kanten versäubern. Das muss aber nicht unbedingt gemacht werden. Stecke nun die Teile G an die Teile H aus Außenstoff zusammen, sodass sich ein Stoffring ergibt. Die Nahtzugabe der Innenteile dürfen dabei nicht angesteckt werden. Dann machst du das gleiche mit den Teilen G und H aus Innenstoff. Nähe dann die Stoffringe mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Der Innenstoff ist etwas schwierig zu nähen. Mit einem Reißverschluss-Nähfuß ist es etwas leichter zu nähen.
Biege die Nahtzugaben in Richtung Teil K und stecke sie dir fest. Nähe sie knappkantig auf dem Außenstoff zusammen. Wenn du Paspelband anbringen willst, sollte dieses jetzt angenäht werden. Wie man Paspelband näht, zeige ich dir in einem separaten Video. Stecke dann das Vorderteil aus Außenstoff rechts auf rechts mit dem Stoffring aus Außenstoff zusammen. Dabei beginnst du mit dem Zusammenstecken bei den Knipsen. Schaue auch, dass der Henkel nicht mit angenäht wird. Schneide die geraden Stellen, die an die Rundungen gesteckt werden sollen, in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor die Nahtzugabe ein. Achte dabei darauf, dass nur innerhalb der Nahtzugabe eingeschnitten wird. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Beim Nähen liegt der Stoffring oben, damit gegebenenfalls noch nachjustiert werden kann. Nähe um die Rundung langsam und richte dir den Stoff immer wieder zurecht. Stecke das zweite Außenteil an den Stoffring und nähe ihn genauso an. Der Reißverschluss muss vor dem Nähen geöffnet werden. Kürze die Nahtzugaben des Außenstoffes. Wiederhole die Schritte mit dem Innenteil. Lasse bei einer der beiden Seiten eine Wendeöffnung offen. Dieses wird über den Taschenbeutel geschlossen. Wende die Tasche durch die Wendeöffnung am Boden. Dann ziehst du dir diese über die Taschenöffnung heraus und steckst sie dir mit ein paar Klammern fest. Schließe die Wendeöffnung mit 1 cm Nahtzugabe. Zum Schluss schließt du noch die Wendeöffnung der Reißverschlusstasche und befestigst das Gurtband. Fertig ist die Elli. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch gerne noch meine anderen Taschenvideos an. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!